Indem er sein Leben opferte, enthüllte er die Wahrheit. Niemand im Dorf hätte jemals geglaubt, dass ein gewöhnlicher deutscher Schäferhund der Schlüssel zu einem uralten Geheimnis sein würde. Doch in jener Nacht, als die Schatten lebendig wurden und die Mauern selbst zu atmen schienen, zeigte sich die Wahrheit: Ein Tier konnte mutiger sein als 100 Menschen, und sein Opfer offenbarte etwas, das niemand jemals vergessen konnte. Was Rex in den Ruinen entdeckte, erschütterte nicht nur das Dorf, es stellte die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit für immer in Frage. Die Stadt war alt, verlassen und in Dunkelheit gehüllt. Niemand wusste mehr genau, wie viele Familien früher dort gelebt hatten, wie viele Kinder auf den Straßen gespielt hatten, wie viele Märkte voller Leben gewesen waren. Alles war vergangen. Zurückgeblieben waren nur Ruinen, zerbrochene Fenster, eingestürzte Mauern und ein endloser Nebel, der jeden Tag schwerer wurde. Wer hier noch lebte, tat es aus Not, nicht aus Hoffnung. Es waren wenige Menschen, die ihre Türen verschlossen hielten und nur flüsterten, wenn sie miteinander redeten. Denn in dieser Stadt hatte sich etwas verändert. Etwas Unsichtbares war eingezogen. Die Nacht brachte Geräusche, die nicht von Tieren stammten. Stimmen, die kein Mensch verstand, flüsterten aus den Schatten. In dieser Finsternis lebte Aras, ein deutscher Schäferhund. Er war groß, kräftig und doch voller Ruhe, wenn er bei den wenigen Kindern war, die manchmal noch vorsichtig in den Gassen spielten. Die Menschen vertrauten ihm mehr als jedem Soldaten, mehr als jeder Waffe. Denn Aras hatte Dinge gesehen, die andere nicht sahen. Er bellte nicht umsonst, er sprang nicht grundlos auf, und wenn er sich schützend vor ein Haus stellte, dann wusste jeder, heute Nacht droht Gefahr. Aras war nicht immer allein gewesen. Er gehörte einst einem alten Mann, der wie ein Vater für ihn war. Dieser Mann erzählte den Kindern oft Geschichten aus dem Koran, vor allem aus der Sura Al-Anfal. Er sprach von der Schlacht von Badr, in der wenige Gläubige gegen eine große Übermacht standen und doch den Sieg erlangten, nicht durch Waffen, sondern durch Glauben, durch Standhaftigkeit und durch die unsichtbare Hilfe Allahs. Der alte Mann sagte oft, die Engel kämpfen an der Seite derer, die Allah vertrauen. Aras saß dabei immer still neben ihm, die Ohren aufgestellt, als würde er jedes Wort verstehen. Doch eines Tages starb der alte Mann. Sein Grab war einfach, nur ein kleiner Hügel Erde außerhalb der Stadt. Seitdem war Aras der Wächter, nicht nur über das Grab, sondern über die ganze Stadt. Viele sagten, der Hund habe die Seele seines Herrn übernommen. Andere meinten, Allah habe ihn geschickt, damit er die Menschen daran erinnere, dass Hilfe manchmal in Gestalt eines Tieres kommt. Die Nächte wurden finsterer. Die Schatten bewegten sich nicht mehr nur am Rand, sondern kamen näher. Manche Menschen behaupteten, sie hätten Gestalten ohne Gesichter gesehen, die durch die Straßen wanderten. Andere hörten Schreie, die plötzlich verstummten. Eines Nachts verschwand eine ganze Familie. Man fand ihre Tür geöffnet, das Essen noch auf dem Tisch, aber kein Mensch war mehr da. Die Angst legte sich wie ein kalter Mantel über die Herzen der Bewohner. Und genau in dieser Zeit begann Aras unruhiger zu werden. Sein Fell sträubte sich schon am Nachmittag, seine Augen suchten die Ecken der Straßen ab. Wenn die Sonne unterging, stellte er sich mitten auf den Hauptplatz, die Brust stolz erhoben, und knurrte in die Dunkelheit. Sein Knurren war tief, fast wie Donner, und manchmal schworen die Menschen, dass die Schatten daraufhin zurückwichen. Eine Mutter, deren Kind nachts von Albträumen geplagt wurde, brachte ihren Sohn zu Aras. Der Hund legte sich neben das Kind, und in dieser Nacht schlief der Junge ohne Schrecken. Seitdem glaubten viele, dass Aras mehr war als ein Hund. Er war ein Beschützer, ein Zeichen, ein Geheimnis. Doch die Nacht, die alles veränderte, begann still. Der Himmel war schwarz, keine Sterne, kein Mond. Nur Nebel. Die Menschen schlossen ihre Fensterläden und flüsterten Gebete. Aras saß aufrecht vor dem Tor der Stadt. Plötzlich begann die Erde leicht zu vibrieren, als würde etwas Großes näherkommen.
Ein Heulen stieg auf, das nicht von einem Wolf kam. Es war lang, tief und voller Schmerz. Aras Ohren stellten sich auf, er sprang hoch und stieß ein Bellen aus, das so kraftvoll war, dass selbst die Mauern zitterten. Dann erschienen sie. Gestalten aus Schatten, schwarz wie Rauch, aber fest genug, um die Steine unter ihren Füßen knirschen zu lassen. Sie hatten keine Gesichter, nur leere Augenhöhlen, aus denen kaltes Licht drang. Die Menschen hinter den Fenstern hielten den Atem an. Niemand wagte zu schreien, niemand wagte zu laufen. Nur Aras bewegte sich. Mit einem Satz stürzte er sich auf die erste Gestalt. Seine Zähne gruben sich in den Nebel, doch er spürte Widerstand, als würde er Fleisch zerreißen. Ein markerschütterndes Kreischen erfüllte die Luft. Die Schatten taumelten zurück, aber mehr kamen hervor, Dutzende, vielleicht Hunderte. Es war, als hätte die Dunkelheit selbst beschlossen, die Stadt zu verschlingen. Aras kämpfte wie eine Armee. Er sprang, biss, kratzte, warf sich gegen die Gestalten. Jeder Atemzug war schwer, doch er gab nicht nach. Die Menschen beobachteten voller Schrecken und Staunen. Sie konnten nicht glauben, was sie sahen, ein einzelner Hund, der stand wie ein Krieger, mutiger als jeder Mensch. Und da erinnerte sich eine alte Frau an die Worte ihres verstorbenen Mannes, Allah ist mit den Standhaften. Er hilft denen, die vertrauen, selbst wenn sie allein sind. Sie begann laut zu beten, ihre Stimme zitternd, doch voller Glauben. Nach und nach flüsterten auch andere Gebete, dann lauter, bis ein Chor aus verzweifelter Hoffnung durch die Straßen hallte. Aras bellte weiter, seine Augen funkelten wie Feuer. Und plötzlich geschah etwas, das niemand erklären konnte. Ein Windstoß fegte durch die Straßen, kalt, aber reinigend. Die Schatten schrien und wichen zurück, als ob eine unsichtbare Kraft sie forttrieb. Für einen Moment glaubten die Menschen, Engel stünden an der Seite des Hundes, unsichtbar für ihre Augen, aber spürbar in ihren Herzen. Als der Morgen kam, waren die Schatten verschwunden. Aras stand noch immer am Tor, blutverschmiert, seine Beine zitterten, aber er stand. Er hatte die ganze Nacht gekämpft. Die Menschen kamen vorsichtig hervor, manche mit Tränen in den Augen. Kinder liefen zu ihm, legten ihre Hände auf sein Fell. Aras ließ es geschehen, sein Atem schwer, doch sein Blick stolz. An diesem Tag wusste jeder, dieser Hund war kein gewöhnliches Tier. Er war ein Zeichen. Ein Spiegel der Botschaft, die schon in den Worten der Sura Al-Anfal gelebt hatte, Standhaftigkeit, Opfer und die unsichtbare Hilfe Allahs. Doch niemand ahnte, dass dies nur der Anfang war. Denn die Dunkelheit hatte nicht aufgegeben. Sie wartete. Und Aras wusste, die nächste Nacht würde noch schrecklicher werden. Die Sonne ging auf, aber der neue Tag brachte keine Ruhe. Die Menschen, die noch am Leben waren, standen schweigend am Hauptplatz. Manche hatten ihre Kinder im Arm, andere hielten die Hände der Alten. Niemand sprach laut, denn jeder erinnerte sich an die Schreie der Nacht. Und alle Blicke richteten sich auf Aras, den deutschen Schäferhund, der erschöpft, aber wachsam vor dem Stadttor saß. Sein Fell war zerrissen, Blut klebte daran, doch seine Augen leuchteten noch immer. Er war wie ein Soldat, der eine Schlacht überlebt hatte, aber wusste, dass der Krieg noch nicht vorbei war. Die Menschen wussten nicht, was sie tun sollten. Manche wollten fliehen, doch wohin? Andere sagten, man müsse die Stadt verlassen und nie zurückkehren. Aber eine Stimme, schwach und doch fest, erhob sich. Es war die alte Frau, die am Abend zuvor gebetet hatte. Sie sprach, wir dürfen nicht weglaufen. Wir haben gesehen, was passiert ist. Allah hat uns durch diesen Hund beschützt. Das ist kein Zufall. Das ist ein Zeichen. Wenn wir standhaft bleiben, wie in der Sura Al-Anfal gesagt wird, wird Allah uns helfen. Ihre Worte legten sich über die Menge wie ein unsichtbarer Schutz. Einige weinten, andere nickten, und für einen Moment fühlten sie Mut in ihren Herzen. Doch Aras bellte plötzlich.
Es war kein normales Bellen. Es war tief, warnend, voller Dringlichkeit. Sein Blick richtete sich nicht auf die Stadt, sondern hinaus in die Ferne. Dort, hinter den Hügeln, lag eine Dunkelheit, die selbst die Sonne nicht vertreiben konnte. Ein schwarzer Streifen am Horizont, der sich bewegte, als wäre er lebendig. Die Menschen erschraken, manche schrien, und eine Panik drohte auszubrechen. Doch Aras sprang auf das Tor, stellte sich hoch, und sein Bellen brachte die Menge wieder zum Schweigen. Es war, als wollte er sagen, habt keine Angst. Ich bin hier. Die Männer der Stadt beschlossen, sich vorzubereiten. Sie suchten alte Waffen, Stöcke, sogar Steine. Sie wussten, es war nicht viel, aber sie wollten nicht mehr völlig hilflos sein. Die Frauen sammelten Wasser, verbanden Wunden, und die Kinder wurden ins Innere der Häuser gebracht. Doch jeder wusste, wenn die Nacht kam, würde kein Haus sicher sein. Als die Sonne unterging, legte sich wieder der Nebel über die Straßen. Die Schatten kamen zurück. Doch diesmal waren sie nicht allein. Mit ihnen kamen Geräusche, die wie Trommeln klangen, als würde eine unsichtbare Armee marschieren. Aras Fell stellte sich auf, sein Knurren vibrierte durch die Luft. Er stellte sich erneut mitten auf den Platz, doch diesmal traten auch 3 Männer mit Fackeln neben ihn. Sie hatten Angst, aber sie wollten nicht mehr fliehen. Dann sahen sie es, aus der Dunkelheit löste sich eine Gestalt, größer als die anderen. Ein Schatten riesengroß, mit Flügeln aus Rauch, die sich über den Himmel spannten. Sein Gesicht war leer, aber in seiner Hand hielt er eine Waffe aus schwarzem Licht. Die Menschen erstarrten, einige fielen auf die Knie. Es war, als hätte die Finsternis einen Anführer geschickt. Aras rannte nach vorn, ohne Zögern. Sein Bellen war so laut, dass die Häuser bebten. Er sprang auf die Gestalt zu, doch der Schlag der schwarzen Waffe schleuderte ihn zu Boden. Ein Aufschrei ging durch die Menge, Kinder schrien, Frauen weinten. Doch Aras stand wieder auf, schwankend, aber mit funkelnden Augen. Er griff erneut an. Wieder wurde er geschlagen, doch wieder stand er auf. Jedes Mal, wenn er fiel, erhob er sich. Die alte Frau begann erneut zu beten, diesmal lauter, Tränen liefen über ihr Gesicht. Andere folgten ihr, ihre Stimmen vereinten sich, bis die ganze Stadt in einem Chor aus Flehen und Glauben erhoben war. Und etwas geschah. Ein Licht, schwach, aber rein, erschien am Himmel. Es war kein Sonnenlicht, kein Mondlicht. Es war anders klar, kalt und doch voller Hoffnung. Die riesige Schattenfigur schrie, als das Licht sie berührte. Sie schwang ihre Waffe, doch die Waffe zerbrach in Funken. Die kleineren Schatten kreischten, viele verschwanden. Aras nutzte den Moment, sprang mit letzter Kraft und bis tief in die Brust der Gestalt. Ein Schrei, so laut, dass die Erde bebte, erfüllte die Luft. Dann zerfiel der Schatten in Rauch, der sich im Wind auflöste. Die Menschen weinten vor Erleichterung. Einige fielen auf den Boden, andere umarmten sich. Doch Aras lag still. Sein Körper war voller Wunden, sein Atem flach. Die Kinder rannten zu ihm, riefen seinen Namen, streichelten sein Fell. Er öffnete langsam die Augen, sah in die Gesichter der Menschen und bellte leise, als wolle er sagen, es ist noch nicht vorbei. Aber ihr seid nicht allein, dann schloss er die Augen und schlief ein, erschöpft, aber lebendig. Die Stadt war gerettet für diese Nacht. Doch jeder wusste, dass die Dunkelheit zurückkehren würde. Aras hatte gezeigt, dass Mut, Standhaftigkeit und Glaube stärker waren als jede Armee von Schatten. Die Botschaft der Sura Al-Anfal lebte in seinen Taten, Sieg kommt nicht durch Zahl, sondern durch Vertrauen, Opfer und göttliche Hilfe. Die Menschen beschlossen, nicht mehr zu fliehen. Sie bauten ihre Mauern wieder auf, entzündeten Lichter in den Straßen und stellten Aras ein Lager im Herzen der Stadt. Er war nicht nur ein Hund. Er war ein Held, ein Wächter, ein Zeichen. Und tief in ihrem Innern wussten sie,
Die nächste Prüfung würde kommen, noch dunkler, noch grausamer. Doch mit Aras und ihrem Glauben waren sie bereit. Die Stadt hatte nach den schrecklichen Nächten wieder etwas Licht gefunden. Menschen wagten es, auf den Straßen kleine Feuerstellen zu machen, Kinder lachten zaghaft, und die Männer arbeiteten daran, die Mauern zu verstärken. Doch tief im Innern wusste jeder, das war nur eine kurze Ruhe. Die Schatten waren nicht besiegt, nur zurückgedrängt. Aras, der deutsche Schäferhund, lag auf einem Bett aus Decken, mitten auf dem Hauptplatz, damit alle ihn sehen konnten. Sein Fell war mit Wunden bedeckt, doch seine Augen wachten über alles. Wenn ein Kind schrie oder eine Frau weinte, hob er den Kopf und gab ein leises Knurren von sich, das wie eine Beruhigung wirkte: Ich bin da. In dieser Zeit begann ein junger Mann namens Elias, der Sohn des Schmieds, eine besondere Beziehung zu Aras aufzubauen. Elias war mutig, aber auch voller Zweifel. Er hatte die Schatten gesehen, hatte ihre Schreie gehört, und er wusste, dass er ohne den Hund längst tot wäre. Jeden Tag brachte er Aras Wasser, reinigte seine Wunden und sprach mit ihm, als könnte der Hund antworten. Und manchmal, wenn Elias sprach, nickte Aras, als würde er jedes Wort verstehen. Eines Abends saß Elias neben Aras und flüsterte: Mein Vater sagt, wir sollen fliehen. Er glaubt nicht, dass wir lange standhalten. Aber wenn ich dich ansehe, weiß ich, dass du mehr bist als ein Hund. Du bist ein Zeichen. Vielleicht hat Allah dich geschickt. Aras legte seinen Kopf auf Elias Knie, seine Augen glänzten im Feuerschein. Es war, als hätte er die Worte verstanden. Die alte Frau, die noch immer für die Menschen betete, kam hinzu. Sie sagte: Kind, dein Vater irrt. Flucht bringt keine Rettung. Rettung kommt nur, wenn wir standhaft bleiben. So war es in der Schlacht von Badr, und so ist es heute. Aras erinnert uns daran, dass Allah uns nicht verlässt, wenn wir auf ihn vertrauen. Ihre Stimme war fest, und Elias fühlte, wie seine Angst kleiner wurde. Doch während die Menschen Mut fassten, regte sich in der Dunkelheit erneut etwas. Diesmal kamen keine Schatten am Boden. Der Nebel am Himmel begann sich zu bewegen, als wäre er lebendig. Schwarze Wolken formten sich zu Gestalten, die über den Dächern der Stadt schwebten. Sie hatten Flügel aus Rauch, ihre Stimmen klangen wie 1000 gebrochene Knochen. Der Himmel selbst schien zu stöhnen. Die Kinder schrien, Männer griffen nach ihren Waffen, und die Frauen drängten die Alten in die Häuser. Aras sprang auf, obwohl seine Wunden noch frisch waren. Er stand mitten auf dem Platz, seine Brust erhoben, sein Bellen wie Donner. Elias stellte sich neben ihn, in der Hand ein Schwert, das einst seinem Großvater gehört hatte. Sein Herz schlug schnell, doch er wich nicht zurück. Wenn du kämpfen kannst, Aras, flüsterte er, dann kann ich auch. Die geflügelten Schatten stürzten sich auf die Stadt. Ihre Krallen schnitten durch die Luft, ihre Schreie ließen die Fenster erzittern. Aras sprang hoch, bis in ein Flügelwesen und riss es zu Boden. Es löste sich in Rauch auf, doch 3 weitere kamen heran. Elias schlug mit dem Schwert, verfehlte, stürzte fast, doch Aras schob sich schützend vor ihn. Gemeinsam kämpften sie, Hund und Mensch, Seite an Seite. Die Menschen sahen dies und etwas erwachte in ihnen. Männer, die sich zuvor hinter ihren Türen versteckt hatten, stürmten hinaus. Sie warfen Steine, stachen mit Stöcken, schrien Gebete, als würden ihre Stimmen Waffen sein. Frauen stellten sich an die Türen, sangen Verse aus dem Koran, damit die Kinder nicht in Panik verfielen. Die ganze Stadt stand auf. Da geschah etwas Merkwürdiges. Mitten im Kampf, während Aras bellte und Elias schlug, hörte jeder ein Rauschen wie Flügel. Doch es waren keine Schattenflügel. Es war heller, klarer, wie ein Sturmwind voller Licht. Manche schworen später, sie hätten Engel gesehen, die zwischen den Kämpfenden erschienen, unsichtbare Schwerter führend, die die Dunkelheit durchtrennten. Andere sagten, sie hätten nur Mut in ihren Herzen gespürt, so stark, dass sie keine Angst mehr hatten.
Doch jeder wusste, eine unsichtbare Hilfe war bei ihnen. Die geflügelten Schatten schrien, ihre Körper zerfielen in Stücke, die wie Asche im Wind verwehten. Doch ihr Anführer erschien. Eine Gestalt größer als alle anderen, mit Flügeln, die den Himmel bedeckten, und Augen wie glühende Kohlen. Er schrie mit einer Stimme, die die Erde erschütterte: Ihr könnt mich nicht besiegen. Diese Stadt gehört uns. Euer Hund wird sterben, und ihr werdet mir folgen. Aras knurrte tief, seine Augen loderten wie Feuer. Elias hob sein Schwert, doch seine Hand zitterte. Da legte die alte Frau ihre Hand auf seine Schulter und sagte: Fürchte dich nicht. Allah ist mit denen, die standhaft sind. Ihre Worte gaben Elias neue Kraft. Er rannte an der Seite von Aras auf die riesige Gestalt zu. Der Kampf war heftig. Der Schatten schlug mit seinen Flügeln, wirbelte Elias zu Boden, doch Aras sprang auf seinen Rücken, biss und kratzte, als wolle er ihn zerreißen. Ein Schrei hallte über die Stadt, so laut, dass alle dachten, die Mauern würden einstürzen. Elias rappelte sich auf, sein Schwert in der Hand, und mit einem Schrei voller Mut und Glauben stieß er es in die Brust der Gestalt. Gleichzeitig bellte Aras, lauter als je zuvor, ein Bellen, das die Dunkelheit durchbrach wie ein Blitz. Die Gestalt schrie, zerbrach in Licht und Rauch und verschwand. Der Himmel wurde klarer, die Wolken lösten sich auf, und zum ersten Mal seit Monaten konnte man die Sterne sehen. Die Menschen jubelten, weinten, umarmten sich. Elias kniete neben Aras, der schwer atmete, aber lebte. Wir haben es geschafft, flüsterte er, dank dir. Doch tief im Innern wusste Aras, das war nur eine Schlacht. Der Krieg war noch nicht vorbei. Die Dunkelheit würde zurückkehren, stärker, grausamer. Doch er war bereit. Und diesmal war er nicht allein. Die Sterne funkelten über der Stadt, und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte es sich so an, als ob der Himmel wieder zu den Menschen sprach. Die Kinder schliefen ruhig, die Frauen sangen leise Lieder, und die Männer hielten Wache mit Fackeln in den Händen. Doch trotz dieser Ruhe lag ein Schatten auf den Herzen. Jeder wusste, der Feind war nicht endgültig besiegt. Was auch immer in jener Nacht zurückgeschlagen wurde, es würde wiederkehren. Aras lag mitten im Platz, von Decken umgeben. Seine Wunden waren verbunden, und Elias saß an seiner Seite, hielt seine Pfote und sprach mit ihm, als wäre er ein Bruder. Du bist stärker als jeder Mensch, flüsterte Elias, aber auch du brauchst Ruhe. Aras öffnete langsam seine Augen, und ein tiefes, aber schwaches Bellen kam aus seiner Kehle, als wolle er sagen, ich ruhe nicht, solange Gefahr besteht. Die alte Frau, die die Menschen geführt hatte, trat näher. In ihrer Hand hielt sie ein altes, zerlesenes Buch mit Versen aus dem Koran. Sie setzte sich zu Elias und sprach, mein Kind, erinnere dich an die Worte aus der Sura Al-Anfal. Es ist nicht unsere Zahl, die zählt, nicht unsere Stärke. Es ist unser Glaube. Solange wir standhaft bleiben, solange wir Allah nicht vergessen, werden wir beschützt. Elias nickte, doch er sah die Müdigkeit in Aras Augen und fragte sich, wie lange der Hund noch kämpfen konnte. Die Nacht verging, der Morgen brach an. Menschen begannen, ihre Häuser zu reparieren, Steine aufeinander zu legen, Fenster mit Holz zu verschließen. Kinder zeichneten auf den Boden, lachend und hoffend, dass die Dunkelheit nie wiederkehren würde. Aber Aras knurrte plötzlich. Er sprang auf, lief zum Tor und stellte sich steif hin. Die Menschen hielten inne. Seine Augen fixierten den Horizont, und Elias folgte seinem Blick. Am Rand der Berge bewegte sich etwas nicht wie Rauch, nicht wie Schatten. Es war eine ganze Schar, schwarz, dicht, unaufhaltsam, wie ein Sturm, der näher kam. Panik brach aus. Frauen schrien, Männer warfen ihre Werkzeuge weg, Kinder weinten. Doch Elias hob sein Schwert und stellte sich neben Aras. Wenn sie kommen, kämpfen wir wieder, sagte er, obwohl seine Stimme zitterte. Aras bellte laut, seine Ohren gespitzt, sein Körper gespannt.
Die alte Frau erhob ihre Stimme über das Chaos: Fürchtet euch nicht. Hört nicht auf zu glauben. Wir haben gestern gesehen, dass Allah uns nicht verlässt. Und wenn er mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Die Menschen beruhigten sich langsam. Sie sammelten Wasser, stellten Fackeln auf, und Männer bewaffneten sich mit allem, was sie hatten. Doch diesmal schien es schlimmer. Denn als die Schatten näher kamen, hörte man keine Schreie wie zuvor. Es war Stille, eine tödliche, erdrückende Stille. Der Nebel schob sich in die Stadt, füllte jede Gasse, jedes Haus, bis die Menschen kaum noch atmen konnten. Kinder klammerten sich an ihre Mütter, Männer husteten, Frauen beteten. Dann erschienen sie. Keine Gestalten, keine Flügel. Diesmal war es etwas anderes. Augentausende, schwebend in der Luft, rot und kalt, die die Menschen anstarrten. Niemand konnte dem Blick entkommen. Manche Männer ließen vor Angst ihre Waffen fallen, andere fielen auf die Knie, unfähig, sich zu bewegen. Elias fühlte, wie seine Knie weich wurden, doch Aras stieß ihn an und bellte laut. Das Bellen brach die Stille, und Elias fand seine Kraft zurück. Die Augen bewegten sich, bildeten Kreise, als würden sie die Menschen umzingeln. Dann begann ein Flüstern, erst leise, dann lauter. Stimmen, die die Menschen mit ihren eigenen Ängsten verspotteten. Ihr seid schwach. Ihr seid allein. Euer Hund wird sterben. Ihr habt keine Rettung, die Kinder schrien, und einige Männer hielten sich die Ohren zu, um nicht verrückt zu werden. Doch Aras stellte sich in die Mitte des Platzes, hob seinen Kopf und bellte wieder, diesmal lang, tief und voller Wut. Die Augen wichen zurück, als ob das Bellen sie verbrannte. Elias erhob sein Schwert und schrie: Nein! Wir sind nicht allein. Allah ist mit uns. Und die alte Frau begann erneut zu beten, ihre Stimme klar und stark, trotz des Flüsterns. Ein Kampf begann, anders als zuvor. Keine Körper, die man schlagen konnte, sondern Stimmen und Augen, die in die Herzen eindringen wollten. Die Menschen kämpften nicht nur mit Waffen, sondern mit ihrem Glauben. Jeder Vers, jedes Gebet, jedes Bellen von Aras vertrieb ein Stück der Dunkelheit. Doch die Stimmen wurden lauter, grausamer. Einige Menschen fielen in Ohnmacht, andere schrien, als hätten die Augen ihre Seelen gefressen. Aras kämpfte mit allem, was er hatte. Er sprang in die Luft, schnappte nach den Augen, die sich in Rauch verwandelten, sobald er sie berührte. Doch für jedes zerstörte Auge erschienen zwei neue. Elias schwang sein Schwert, obwohl er ins Leere schlug, doch es war der Glaube, der zählte, nicht der Schlag. Immer, wenn er Allahu Akbar rief, verschwanden Augen, als könnten sie das Licht dieser Worte nicht ertragen. Der Kampf dauerte die ganze Nacht. Menschen weinten, beteten, schrien, doch sie gaben nicht auf. Aras fiel mehrmals, seine Pfoten zitterten, doch jedes Mal stand er wieder auf. Elias kämpfte an seiner Seite, seine Stimme heiser, sein Körper voller Kratzer. Die alte Frau kniete auf dem Boden, betete ohne Unterbrechung, ihre Hände zum Himmel erhoben. Als die ersten Strahlen der Sonne den Horizont berührten, begann der Nebel zu weichen. Die Augen schrien, ein gellender Laut, der die Herzen erschütterte, und dann zerplatzten sie, einer nach dem anderen, bis nur Stille blieb. Die Stadt war wieder frei. Die Menschen fielen erschöpft zu Boden, viele weinten, einige schliefen sofort ein. Elias kniete neben Aras, dessen Fell nass vor Schweiß und Blut war. Du hast uns wieder gerettet, flüsterte er, Tränen in den Augen. Aras öffnete seine müden Augen und legte seine Pfote auf Elias' Arm, als wolle er sagen, nicht ich. Wir alle. Und er. Die alte Frau stand auf, ihre Stimme fest, seht ihr? Es sind nicht wir, die kämpfen. Es ist Allah, der uns Kraft gibt. Dieser Hund ist ein Zeichen, damit wir nicht vergessen, dass Hilfe in vielen Gestalten kommen kann. Aber die Prüfung ist noch nicht vorbei. Es wird schlimmer werden.
und jeder spürte in seinem Herzen, dass ihre Worte wahr waren. Die Dunkelheit war zurückgeschlagen, aber sie war nicht besiegt. Die eigentliche Prüfung stand noch bevor. Die Sonne stand hoch über der Stadt, und doch fühlte es sich kalt an. Die Menschen versuchten, nach den Schrecken der letzten Nächte in den Alltag zurückzufinden. Kinder spielten mit Steinen, Frauen kochten am Feuer, Männer flickten die Mauern. Doch jeder Schritt, jedes Lächeln war schwer, als lastete eine unsichtbare Hand auf allen Herzen. Aras lag im Schatten einer Mauer, seine Augen halb geschlossen. Sein Atem ging ruhig, aber jeder in der Stadt wusste, dieser Hund war erschöpft, fast bis zum Ende seiner Kräfte. Ilias saß bei ihm, putzte sein Fell und sprach leise, als rede er mit einem Bruder. Du hast uns zweimal gerettet, Aras. Aber ich weiß, dass dein Körper schwach wird. Wenn ich könnte, würde ich dich von all dem fernhalten. Aras hob nur seinen Kopf und legte ihn wieder in Ilias Schoß, als wollte er sagen, ich gehe nicht. Noch nicht. Die alte Frau, die Hüterin der Verse, kam zu ihnen. In ihrer Hand hielt sie eine kleine Schale Wasser. Gib ihm das, sagte sie mit ihrer sanften, aber festen Stimme. Und hör zu, Ilias. Es wird nicht leichter werden. Der Feind hat uns geprüft, doch er hat seine volle Kraft noch nicht gezeigt. In der Sura Al-Anfal heißt es, dass Allah die Reihen der Gläubigen stärkt. Aber die Reihen müssen standhaft bleiben. Wir dürfen nicht zerbrechen, auch wenn die Dunkelheit härter zuschlägt. Ilias nickte, doch in seinem Herzen war ein Sturm. Er wusste, die Frau hatte recht, doch wie lange konnte ein Mensch, ein Hund, eine ganze Stadt so weitermachen? Die Nacht kam schneller, als alle erwartet hatten. Kaum war die Sonne untergegangen, veränderte sich die Luft. Ein Wind kam auf, kalt und schneidend, obwohl es Sommer war. Türen schlugen auf, Fenster zerbrachen, und der Himmel färbte sich blutrot. Ein Kind schrie, Mama, die Sterne fallen, und tatsächlich Funken wie Feuerregen stürzten vom Himmel, doch sie verbrannten nichts. Stattdessen bohrten sie sich in den Boden und verwandelten sich in schwarze Ranken, die sich wie Schlangen durch die Straßen wandten. Panik brach aus. Männer versuchten, die Ranken mit Äxten und Schwertern zu zerschneiden, doch jedes Mal, wenn sie eine durchtrennten, wuchsen zwei neue. Frauen zogen ihre Kinder in die Häuser, doch die Ranken krochen durch Fenster und Ritzen hinein. Schreie erfüllten die Nacht. Aras sprang auf, sein Körper zitterte, doch sein Blick war klar. Er stürzte sich auf die Ranken, zerriss sie mit seinen Zähnen. Schwarzes Gift spritzte, doch er ließ nicht los. Ilias kämpfte an seiner Seite, hieb auf die Schlangen ein, so lange, bis seine Arme schmerzten. Doch es waren zu viele. Da erhob die alte Frau ihre Stimme, lauter als jemals zuvor. Sie sprach Verse, stark und unerschütterlich. Und wenn ihr standhaft bleibt und Allah fürchtet, so wird er euch mit 1000 Engeln unterstützen, die in Scharen herabkommen. Ihr Ruf hallte durch die Stadt, und für einen Augenblick erstarrten die Ranken. Ein heller Schimmer erschien am Himmel, so fein wie Mondlicht. Die Menschen blickten hinauf und sahen Lichter, wie Gestalten aus purer Helligkeit, die sich durch die Wolken bewegten. Engel, flüsterte jemand mit Tränen in den Augen. Und tatsächlich die schwarzen Ranken schrien, als das Licht sie berührte, und begannen zurückzuweichen. Aras bellte laut, seine Stimme vermischte sich mit den Gebeten der Menschen. Ilias fühlte eine Kraft, die er nie zuvor gekannt hatte. Sein Schwert glühte im Licht, als hätte es neue Macht bekommen. Gemeinsam schlugen sie zu Mensch, Hund und die unsichtbaren Engel an ihrer Seite. Doch die Dunkelheit gab nicht auf. Aus den Schatten der Häuser krochen Gestalten, größer als Menschen, mit Gesichtern ohne Augen, nur mit Mäulern voller scharfer Zähne. Sie bewegten sich schnell, wie Schatten, und jeder, den sie berührten, schrie vor Schmerz und fiel reglos zu Boden. Die Männer griffen sie an, doch viele wurden zu Boden gerissen. Kinder schrien, Frauen flehten. Ilias stellte sich schützend vor eine Gruppe von Menschen, sein Schwert in der Hand.
Aras sprang auf die Schattenwesen, biss sich in ihre Kehlen, auch wenn sie aus Rauch bestanden. Er ließ nicht los, selbst als sie ihn packten und gegen Mauern schleuderten. Allah, hilf uns, rief Elias, und die alte Frau wiederholte den Ruf, bis die ganze Stadt ihn mitsang. Ein Donnerschlag erschütterte die Nacht, und plötzlich zersprangen die Schattenwesen wie Glas. Die Ranken verbrannten im Licht, und Stille kehrte zurück. Die Menschen lagen erschöpft auf dem Boden. Viele weinten, manche lachten hysterisch, als hätten sie den Verstand verloren. Elias kniete neben Aras, der schwer atmete, sein Fell voller Blut und Staub. Du lebst, flüsterte Elias, du bist noch bei uns. Die alte Frau trat näher, ihre Augen voller Tränen, aber auch voller Glanz. Seht ihr, sagte sie. Wir sind nicht allein. Der Feind ist stark, aber der Beistand Allahs ist stärker. Doch dies war nur ein Vorgeschmack. Die wahre Prüfung steht uns noch bevor. Haltet eure Herzen fest und lasst euch nicht täuschen. Die Menschen sahen sie an, erschöpft, aber voller neuer Hoffnung. Doch tief in ihren Herzen wusste jeder, der Krieg hatte gerade erst begonnen. Die Nacht war vorbei, aber niemand konnte schlafen. Die Straßen der Stadt waren voller Blut, zerstörter Häuser und verbrannter Ranken. Kinder klammerten sich an ihre Mütter, Männer standen schweigend mit leeren Augen da. Niemand wagte, laut zu sprechen, denn jeder hörte noch immer die Schreie der Schattenwesen in seinem Kopf. Aras lag am Brunnen in der Mitte der Stadt. Sein Atem ging schwer, sein Körper zitterte, doch seine Augen waren wachsam. Elias kniete neben ihm, wusch vorsichtig sein Fell und sprach beruhigende Worte. Du bist unser Herz, Aras. Ohne dich hätten wir keine Hoffnung. Der Hund schloss kurz die Augen, doch jedes Mal, wenn er das tat, bellte er plötzlich wieder leise, als würde er etwas sehen, was die Menschen nicht sahen. Die alte Frau, die Hüterin der Verse, stand auf dem Platz und sah in den Himmel. Der Feind wird zurückkommen, sagte sie leise, doch alle hörten es. Gestern waren es nur Schatten, nur Prüfungen. Doch in der Sura Al-Anfal wird klar gesagt, die gegen Allah stehen, planen und bereiten, aber Allah ist der beste Planer. Wir dürfen nicht glauben, dass der Kampf schon vorbei ist. Ein junger Mann trat nach vorn. Sein Gesicht war bleich, seine Hände zitterten, doch er sprach, wir können nicht mehr. Wir haben keine Kraft. Wir verlieren unsere Kinder, unsere Familien. Wir haben nur einen Hund, und er stirbt fast vor unseren Augen. Was sollen wir noch tun? Die alte Frau drehte sich zu ihm, ihre Augen streng und doch voller Mitleid. Hör auf dein Herz. Was hat uns bis jetzt gerettet? War es unsere Stärke? Nein. War es unsere Zahl? Nein. Es war der Glaube. Dieser Hund kämpft nicht, weil er stark ist, sondern weil Allah ihn dazu bestimmt hat. Wir dürfen nicht aufgeben, solange wir atmen. Die Worte berührten viele, doch die Angst blieb. Und dann, mitten am Tag, geschah etwas, was noch niemand erlebt hatte. Der Himmel verdunkelte sich plötzlich, als wäre es Nacht. Ein kalter Wind fuhr durch die Straßen, Türen schlugen auf, und die Sonne verschwand hinter einem schwarzen Schleier. Menschen schrien, Kinder klammerten sich an ihre Eltern. Aras sprang auf, sein Fell stellte sich auf, und er knurrte tief. Elias zog sein Schwert, auch wenn er wusste, dass er nicht viel ausrichten konnte. Und dann kam es ein Geräusch wie 1000 Trommeln, dumpf und dröhnend, als würde eine Armee aus der Tiefe der Erde marschieren. Die Mauern der Stadt begannen zu vibrieren. Risse zogen sich durch den Boden, Steine rollten, Wasser spritzte aus dem Brunnen. Und dann, mit einem einzigen Knall, öffnete sich der Boden am Stadtrand. Aus der Spalte stieg Rauch, dick und schwarz, der die Luft vergiftete. Menschen hielten sich hustend die Münder zu. Aus dem Rauch traten Gestalten. Doch sie waren anders als die Schatten der letzten Nächte.
Sie hatten Körper aus Fleisch, aber ihre Haut war grau, ihre Augen leer und schwarz. Jeder von ihnen trug Ketten und Waffen, als wären sie Soldaten einer Armee der Toten. Die Menschen schrien, manche versuchten zu fliehen, doch die Stadt war umzingelt. Aras stürzte vor, bellte laut und stellte sich zwischen die Armee und die Menschen. Sein Bellen war so kraftvoll, dass die Luft bebte. Elias stellte sich neben ihn, sein Schwert erhoben. Wir geben nicht auf, rief er, auch wenn seine Stimme zitterte. Die grauen Soldaten marschierten vorwärts. Sie sprachen kein Wort, doch ihre Schritte klangen wie ein Fluch. Als der erste von ihnen Aras erreichte, sprang der Hund nach vorn, biss in seinen Arm und riss ihn zu Boden. Doch anstatt zu sterben, zerfiel der Soldat in Rauch, nur um sich wieder hinter der Armee neu zu formen. Sie können nicht sterben, schrie jemand aus der Menge. Panik breitete sich aus. Doch die alte Frau hob ihre Hände und rief laut, betet. Betet mit aller Kraft. Allahs Hilfe kommt nicht durch Schwerter, sondern durch Standhaftigkeit. Die Menschen fingen an, laut Verse zu sprechen, manche zitternd, manche mit Tränen. Doch je mehr Stimmen sich erhoben, desto mehr begann der Himmel wieder zu leuchten. Ein schwaches, weißes Licht brach durch den schwarzen Schleier. Die grauen Soldaten schrien auf, hielten sich die Ohren zu, doch sie marschierten weiter. Elias kämpfte an Aras Seite. Jedes Mal, wenn er zuschlug, zerbrach ein Soldat, doch formte sich wieder. Aras biss, kratzte, warf sich mit ganzer Kraft hinein. Sein Fell war voller Blut, doch er hörte nicht auf. Er kämpfte, als würde er wissen, dass das Schicksal der ganzen Stadt in seinen Zähnen lag. Plötzlich erhob sich aus der Spalte eine Gestalt, größer als alle anderen. Ein riesiger Körper, mit Hörnern aus Rauch und Augen wie glühende Kohlen. In seiner Hand hielt er eine Kette, an der Feuer tropfte. Die Menschen schrien auf. Das ist ihr Anführer, rief jemand. Aras stellte sich vor ihn, klein gegen dieses Ungeheuer, aber ohne Angst. Er bellte, so laut, dass die Mauern erzitterten. Der Anführer schwang die Kette, und sie traf Aras mit voller Wucht. Der Hund flog durch die Luft, prallte gegen eine Mauer und blieb reglos liegen. Ein Schrei ging durch die Menge. Elias rannte zu ihm, Tränen liefen über sein Gesicht. Aras! Nein! Doch der Hund bewegte sich. Langsam, schwach, aber entschlossen. Er stand auf, Blut tropfte von seinem Maul, doch seine Augen brannten heller als je zuvor. Er lief zurück, stellte sich erneut vor den Anführer und knurrte. Die alte Frau rief, seht ihr? Das ist Standhaftigkeit. Er zeigt uns, was Surah al-Anfal bedeutet. Nicht die Zahl, nicht die Waffen, nur der Mut und das Vertrauen. Die Menschen, inspiriert von Aras, erhoben ihre Stimmen lauter als je zuvor. Ihre Gebete hallten über die Stadt, wurden eins mit dem Bellen des Hundes. Und dann geschah es, ein Blitz zerriss den Himmel, traf die Kette des Anführers, und sie zerbrach. Ein Schrei so laut wie Donner erschütterte die Erde, und die grauen Soldaten fielen wie Staub zu Boden. Die Spalte schloss sich langsam, der Rauch verzog sich, und Stille legte sich über die Stadt. Aras fiel auf die Knie, sein Körper zitterte, doch er lebte. Elias hielt ihn fest, Tränen liefen über seine Wangen. Du bist unser Held, flüsterte er. Du bist unser Wächter. Die alte Frau trat näher, ihre Augen glänzten. Dies war nicht das Ende. Dies war nur eine weitere Prüfung. Aber wir haben gesehen, mit Glauben und Standhaftigkeit besiegt man selbst die Armeen der Finsternis. Die Menschen nickten, erschöpft, aber mit neuer Hoffnung. Doch tief in ihren Herzen wussten sie, die Dunkelheit würde wiederkommen, stärker, grausamer, gnadenloser. Und sie würden bereit sein. Die Stadt lag in stiller Dunkelheit. Wochen waren vergangen seit dem Kampf gegen den grauen Anführer und seine Armee. Die Mauern waren notdürftig repariert, die Häuser wieder aufgebaut,
doch in den Herzen der Menschen blieb die Angst. Niemand vergaß die Schreie, den Rauch, das Blut. Jeder wusste, das war nicht das Ende. Es war nur eine Ruhe vor dem nächsten Sturm. Aras, der deutsche Schäferhund, war schwach geworden. Sein Fell war voller Narben, seine Augen trugen den Glanz eines Kriegers, der zu viel gesehen hatte. Doch trotz der Schmerzen wich er nie von seiner Aufgabe. Jeden Tag saß er auf dem höchsten Turm, beobachtete den Horizont, knurrte, wenn sich Nebel näherte. Die Menschen sahen zu ihm auf, wie zu einem Wächter, der über Leben und Tod entschied. Elias, der junge Mann, kümmerte sich um ihn wie um einen Bruder. Er brachte ihm Wasser, verband seine Wunden, sprach leise mit ihm in den Nächten, wenn die Schatten in den Träumen zurückkehrten. »Du bist stärker als wir alle zusammen«, flüsterte er oft. »Ohne dich hätten wir längst aufgegeben«, Aras antwortete mit einem kurzen, tiefen Bellen, als wolle er sagen, wir geben niemals auf. Doch eines Nachts geschah etwas, das noch furchtbarer war als alles zuvor. Der Himmel färbte sich schwarz, nicht wie bei einer gewöhnlichen Nacht, sondern so tief, dass selbst der Mond verschluckt wurde. Kein Stern war zu sehen. Es war, als hätte jemand das Licht der Welt ausgelöscht. Ein eisiger Wind wehte durch die Straßen, und jeder, der ihn spürte, fühlte, wie seine Seele fror. Die Kinder weinten, die Frauen flüsterten Gebete, die Männer standen mit gezückten Waffen, auch wenn sie wussten, dass Schwerter gegen solche Mächte wenig bedeuteten. Die alte Frau, die Hüterin der Verse, trat auf den Platz. Ihre Stimme war ruhig, doch ihre Augen voller Sorge. »Dies ist die letzte Prüfung«, sagte sie. »Die Nacht der Entscheidung. In der Sura Al-Anfal steht, wenn ihr standhaft bleibt und Allah fürchtet, wird er euch mit Engeln stärken, die in Scharen herabkommen. Aber wir müssen bereit sein, unser Herz, unser Leben, alles zu geben.« In diesem Moment begann die Erde zu beben. Häuser schwankten, Steine fielen von den Mauern, Menschen schrien. Und dann tat sich der Himmel auf. Kein Licht kam herab, sondern Dunkelheit. Ein Riss breitete sich aus, und aus ihm tropfte schwarzes Feuer, das die Erde verbrannte, ohne Flammen zu zeigen. Aus dem Feuer stiegen Gestalten, größer als alle zuvor. Sie hatten Körper wie Krieger, Gesichter wie Tiere, Flügel aus Asche. Jeder Schritt von ihnen ließ die Erde erzittern. Und hinter ihnen erschien eine Gestalt so gewaltig, dass selbst die mutigsten erzitterten. Ein Riese aus Schatten, sein Körper bestand aus Rauch und Knochen, seine Augen glühten wie 2 Sonnen aus Blut. In seiner Hand hielt er ein Schwert, so groß wie ein Haus, geschmiedet aus Dunkelheit selbst. Die Menschen schrien. Manche fielen auf die Knie, andere wollten fliehen. Doch Aras stellte sich vor die Menge, knurrte tief, so laut, dass die Mauern bebten. Elias stellte sich neben ihn, sein Schwert in der Hand, auch wenn er wusste, dass es nichts war gegen diese Macht. »Wir kämpfen«, rief er, bis zum letzten Atemzug. Die alte Frau hob ihre Hände zum Himmel und begann zu beten. Ihre Stimme war klar, stark, voller Tränen. Die Menschen folgten ihr, einer nach dem anderen, bis die ganze Stadt in einem Chor ausgebeten sprach. Die Schattenarmee stürmte los. Ihre Schreie waren wie Donner, ihre Schritte wie Erdbeben. Aras rannte ihnen entgegen, sprang in die erste Reihe, riss einen nach dem anderen zu Boden. Rauch und Blut mischten sich in der Luft. Elias schlug, stach, wehrte ab. Doch sie waren zu viele. Plötzlich hob der Riese sein Schwert und ließ es auf die Stadt niedersausen. Ein Schlag, der alles hätte vernichten können. Doch in diesem Moment geschah etwas. Ein Licht, stärker als jedes zuvor, brach durch die Wolken. Es war kein Sonnenlicht, sondern etwas Reineres, Klareres. Engel, unzählige, stiegen herab. Ihre Flügel glänzten, ihre Stimmen sangen wie Donner und Trost zugleich. Das Schwert des Riesen prallte gegen das Licht, und ein Knall erschütterte die Welt. Die Menschen wurden zu Boden geworfen, Mauern zerbrachen, der Boden öffnete sich.
Aras lag blutend, aber er stand wieder auf. Er sprang, biss sich in das Bein des Riesen, als wäre er selbst ein Löwe. Der Riese schrie, schlug nach ihm, doch Aras ließ nicht los. Ilias nutzte den Moment, rannte nach vorn, sein Schwert erhoben. Für Allah! Für unser Volk, rief er und stieß das Schwert in die Brust des Riesen. Ein Schrei, so laut, dass die Welt erzitterte, hallte durch die Nacht. Der Riese zerfiel in 1000 Stücke, die wie Rauch im Wind verschwanden. Die Armee der Schatten schrie, wankte und löste sich auf wie Staub. Doch der Preis war hoch. Aras fiel zu Boden, sein Atem flach, sein Körper blutend. Ilias kniete neben ihm, Tränen liefen über sein Gesicht. »Bitte stirb nicht«, flüsterte er, »du bist unser Held.« Aras hob langsam den Kopf, sah Ilias an und bellte leise. Es war kein Kampflaut mehr, sondern ein Abschied. In seinen Augen lag Ruhe, ein Glanz, als wüsste er, dass seine Aufgabe erfüllt war. Dann schloss er die Augen. Die alte Frau trat näher, ihre Hände zitterten, doch ihre Stimme war fest. »Er hat uns gerettet. Dieser Hund war nicht nur ein Tier. Er war ein Zeichen. Ein Beweis, dass Mut, Opfer und Glaube die stärksten Waffen sind.« Die Menschen weinten, aber in ihren Herzen spürten sie Frieden. Sie hatten überlebt. Die Dunkelheit war besiegt. Und sie wussten, es war Aras, der Wächter, der ihnen gezeigt hatte, was es bedeutet, zu kämpfen nicht mit Waffen, sondern mit dem Herzen. Die Nacht war schwer wie Blei über das Dorf gefallen, doch niemand konnte schlafen. Die alten Mauern des Ortes schienen zu atmen, als ob die Vergangenheit selbst erwacht wäre. Menschen flüsterten Gebete, andere starrten stumm in die Dunkelheit, während Rex, der treue deutsche Schäferhund, mitten im Dorf saß, die Ohren gespitzt, die Augen wie zwei brennende Glutstücke. Er war mehr als nur ein Hund geworden. Für die Dorfbewohner war er jetzt ein lebendiges Symbol, ein Wächter, den Allah geschickt hatte, um sie zu warnen und zu beschützen. Doch die Dunkelheit gab sich nicht geschlagen. Ein unnatürlich kalter Wind wehte durch die Gassen. Türen schlugen von allein auf, als ob unsichtbare Hände daran rissen. Kinder schrien im Schlaf, Frauen weinten leise, und Männer, die sonst mutig waren, hielten ihre Fackeln mit zitternden Fingern. Plötzlich hörte man ein Grollen, kein Donner, sondern ein tiefes Knurren, das aus der Erde selbst zu kommen schien. Es war das Zeichen, dass die Kräfte, vor denen die Sura Al-Anfal gewarnt hatte, nun ihre letzte, grausamste Gestalt annahmen. Rex stellte sich in die Mitte des Dorfplatzes. Er bellte so laut, dass es wie ein Schwert durch die Nacht schnitt. Sein Fell sträubte sich, seine Muskeln spannten sich, und die Menschen sammelten sich um ihn, als wäre er ihre letzte Hoffnung. »Folgt mir«, schien sein Blick zu sagen. Niemand stellte es in Frage. Der Hund führte sie hinaus zu den Ruinen am Rand des Waldes, dorthin, wo alles begonnen hatte. Die Ruinen wirkten nun wie ein offenes Maul, das das Licht verschluckte. Flackernde Schatten bewegten sich über die Mauern, als ob Wesen ohne Körper dort tanzten. Manche Dorfbewohner wollten umkehren, doch da ertönte erneut Rex' Bellen, diesmal tiefer, bestimmter, fast wie ein Ruf, der Mut einflößte. Also gingen sie weiter. Drinnen in den Ruinen war die Luft erstickend. Es roch nach Verwesung und verbranntem Holz. Auf dem Boden fanden sie Symbole, die in die Steine geritzt waren, Symbole, die sie nicht kannten, doch Rex kratzte sie wütend mit seinen Krallen aus, als wollte er sie zerstören. Plötzlich hörte man ein Kreischen, hoch und unmenschlich, und aus den Schatten lösten sich Gestalten. Schwarze Silhouetten, größer als Menschen, aber ohne Gesicht, nur aus Rauch und Finsternis bestehend. Die Dorfbewohner schrien, doch Rex stellte sich vor sie. Er knurrte so tief, dass selbst die Schattenwesen kurz innehielten. Dann begann der Kampf. Die Finsternis stürzte auf den Hund, doch er wich nicht zurück. Jeder Biss, jedes Kratzen seiner Pfoten schien Funken zu schlagen, als ob unsichtbare Ketten zerrissen wurden.
Doch die Schatten kamen immer wieder, mehr und mehr. Da erinnerte sich ein alter Mann an die Worte des Imams, der einst in ihrem Dorf gepredigt hatte: Wenn euch das Böse bedrängt, dann rezitiert die Worte Allahs. Kein Dunkel ist stärker als sein Licht. Zitternd, aber entschlossen begann er, Verse der Sura Al-Anfal laut zu sprechen. Seine Stimme war brüchig, doch sie hallte wie Donner in den Mauern wider. Etwas Unglaubliches geschah: Bei jedem Vers, den er sprach, zuckte die Dunkelheit zurück. Die Gestalten schrien, ihre Körper lösten sich wie Nebel im Wind auf. Rex stimmte mit einem lauten, triumphierenden Bellen ein, als ob er die Macht der Worte verstand. Andere Dorfbewohner schlossen sich an, sie beteten laut, weinten, riefen nach Allah und mit jedem Wort wurde das Licht stärker. Die Schattenwesen versuchten, Rex zu überwältigen, warfen sich auf ihn, um ihn zu ersticken. Doch er biss, kämpfte, hielt stand. Sein Fell war voller Blut, seine Pfoten wund, doch er gab nicht auf. Dann, im letzten Augenblick, als die größte der Schattenfiguren sich erhob, eine Gestalt so hoch wie die Mauern, mit Armen aus schwarzem Rauch, sprang Rex direkt auf sie zu. Er stieß ein Bellen aus, so laut, dass die Mauern bebten. Der alte Mann schrie die letzten Verse mit aller Kraft. Ein gleißendes Licht brach durch die Nacht, heller als die Sonne. Die riesige Schattenfigur kreischte, brach auseinander und zerfiel in Asche. Mit ihr verschwanden auch die anderen Schatten. Stille legte sich über die Ruinen. Nur der Wind wehte leise, als ob er die letzten Spuren der Dunkelheit davontrug. Die Dorfbewohner standen da, erschöpft, weinend, doch lebendig. Sie wandten sich Rex zu, doch er lag am Boden. Sein Körper war schwer verletzt, sein Atem ging flach. Kinder liefen zu ihm, Männer knieten nieder, Frauen weinten laut. Der Hund, der sie alle gerettet hatte, blickte noch einmal zu ihnen auf. Seine Augen glänzten nicht mehr voller Zorn, sondern voller Frieden. Dann hob er langsam den Kopf und schaute zum Himmel. In seinen Augen spiegelte sich das Licht des Glaubens, das Licht, das stärker war als jede Dunkelheit. Mit einem letzten, leisen Winseln legte er den Kopf nieder und schloss für immer die Augen. Ein Schrei ging durch das Dorf. Alle fühlten, als ob sie ein Familienmitglied verloren hätten. Doch gleichzeitig wussten sie, Rex hatte ihnen das größte Geschenk gegeben: das Leben, den Glauben, die Erinnerung daran, dass Allah niemals die verlässt, die an ihn festhalten. Sie trugen seinen Körper zurück ins Dorf, wickelten ihn in ein weißes Tuch, als wäre er ein Held gefallen im Kampf. Auf dem höchsten Hügel begruben sie ihn. Über dem Grab stellten sie einen Stein, auf dem sie die Worte aus Sura Al-Anfal einritzen ließen: Allah ist mit den Geduldigen. Noch Jahre später kamen Menschen an diesen Ort. Sie erzählten ihren Kindern die Geschichte von Rex, dem Hund, der nicht nur mit Zähnen, sondern mit Herz und Glaube kämpfte. Und jedes Mal, wenn der Wind durch das Dorf wehte, glaubten sie, in der Ferne ein Bellen zu hören, als ob Rex immer noch über sie wachte.